13. März 2019. Beirut, Libanon. Eine Mossad-Agentin namens Noa Harel saß in einer Hotellobby. Und in 90 Minuten würde Walid Mansours Auto eintreffen, um ihn aus Beirut herauszuholen. Oben im 4. Stock befand sich Mansour, ein syrischer Finanzier. 6 Jahre, 4 Länder. Waffenverträge, Schmuggelrouten, Schwarzgeld und keine einzige Spur hinterlassen. Kein einziger Name auf irgendeinem Dokument, das irgendeine Behörde jemals gefunden hatte. Noa hatte einen Informanten in seinem Umfeld, einen Buchhalter namens Tariq, der dem Mossad bei jeder Überweisung die benötigten Informationen zuspielte. Um 6 Uhr morgens verstummte Tariq. Telefon tot. Wohnung leer. 90 Minuten. Eine Chance. Der einzige Weg nach vorne war, durch diese Lobby zu gehen und an die Tür des Mannes zu klopfen, den 6 Behörden seit 6 Jahren zu finden versucht hatten. Könnte Noa ihre Tarnung alleine aufrechterhalten, ohne die einzige Person, die sie aufgebaut hatte? War Tariq geflohen oder war er bereits tot? Und würde der Mossad das Unmögliche schaffen, wo doch bereits alles schiefgelaufen war? Wenn du mehr Geschichten wie diese willst, Operationen, die nie Schlagzeilen machten, Missionen, die den Nahen Osten von innen heraus neu formten, abonniere. Eine weitere Geschichte, von der die Welt nie etwas erfahren sollte. Tel Aviv, November 2016. Der Raum hatte keine Fenster. Ein Tisch, 4 Stühle, ein leergeräumtes Whiteboard. Noa saß schon seit 6 Stunden darin, als der leitende Analyst ein einzelnes Dokument über den Tisch schob und sagte: Wir schauen uns das seit 3 Wochen an. Sag uns, was du siehst. Es war eine Stromrechnung. Gas. Registriert auf eine Briefkastenfirma in Nikosia, Zypern. 11 Monate zuvor gegründet. Postweiterleitungsadresse. Keine Mitarbeiter, keine angegebene Tätigkeit, kein Grund zu existieren. Noa betrachtete es 4 Minuten lang. Dann nahm sie einen Stift zur Hand. Der Abrechnungszyklus, sagte sie, 43 Tage statt 30. Jemand hat dieses Konto mitten im Zyklus eröffnet, in Eile. Die Registrierungsadresse stimmt mit einer Zweitadresse in einer Unternehmensunterlage in Malta überein. In dieser Unterlage ist ein Geschäftsführer aufgeführt. Dieser Name taucht in genau einem weiteren Dokument in deinem System auf, einem Überweisungsbeleg einer libanesischen Korrespondenzbank, vor 18 Monaten. Sie schrieb 3 Namen auf das Whiteboard, zog 2 Linien, setzte ein Fragezeichen ans Ende. Der Analyst starrte lange auf die Tafel. Dann sagte er: Ist das dein erster Einsatz vor Ort? Noa sagte: Ja. Er griff zum Telefon, ohne noch etwas zu sagen. So begann die Operation Ledger. Nicht mit einer Genehmigung aus der Direktion. Nicht mit einem Überwachungspaket oder einem Einsatzbriefing. Mit einer Stromrechnung, einem 43-tägigen Abrechnungszyklus und einem Fragezeichen auf einem Whiteboard in einem fensterlosen Raum. In der folgenden Woche hatte das Ziel einen Namen. Walid Mansour. Geboren in Homs, Syrien. Zog 2008 nach Beirut und baute in den folgenden Jahren eine Finanzarchitektur auf, in die 3 verschiedene Geheimdienste vergeblich versucht hatten einzubringen. Kein Kämpfer, kein Kommandant, ein Finanzier. Die Art von Person, deren Ausschaltung eine Organisation nicht monatelang lahmlegt, sondern sie komplett zum Erliegen bringen kann. 17 Briefkastenfirmen in 6 Rechtsgebieten. Korrespondenzbankbeziehungen, die über Mittelsmänner aufrechterhalten wurden, die keinen direkten Kontakt zu Mansour selbst hatten. Bargeldbewegungen, die sich in Dutzende kleiner Transaktionen aufteilten, bevor sie am Zielort wieder zusammenflossen. Jede Ebene war von den anderen abgeschottet. Noa heftete eine ausgedruckte Übersicht an die Wand des Analyserooms. 17 Firmennamen, 6 Länder. Linien, die verbanden, was verbunden werden konnte. Ein Faden führte zu einer Postfachadresse in Valletta und endete dort.
Kein Name eines Geschäftsführers, keine Eintragung. Eine Sackgasse, die zu sauber war, um Zufall zu sein. Sie verbrachte ihre ersten 4 Monate damit, die äußeren Ränder des Netzwerks nachzuverfolgen. Jede Spur, die vielversprechend aussah, führte zu einer aufgelösten Firma, einer aufgegebenen Adresse, einem Namen, der jemandem gehörte, der seit 2 Jahren tot war. Im 5. Monat änderte sie ihre Herangehensweise. Anstatt dem Geld von Mansour nach außen zu folgen, suchte sie nach der Person, die ihnen physisch nah sein musste. Derjenigen, die sich um das kümmerte, was nicht delegiert werden konnte. Die Mansour gegenüber am Tisch saß und wusste, welche Zahlen echt waren. Im 7. Monat fand sie Tariq Khalil. Tariq war 34. Sein ganzes Erwachsenenleben lang Buchhalter in Beirut. Eine Wohnung in Hamra, ein bescheidenes Auto, jeden Dienstag und Donnerstag allein zu Mittag im selben Restaurant in der Bliss Street. Eine jüngere Schwester in Tripolis, die er jeden Sonntag anrief. Und eine $40.000 Schuld bei einem privaten Kreditgeber, die sich über 3 Jahre hinweg angehäuft hatte und mit Mindestzahlungen bedient wurde, die den Kapitalbetrag kaum berührten. Die Schuld war der Faden, an dem Noah zog. Der Kreditgeber hatte über 4 Jahre hinweg 6 weiteren Personen ähnliche Kredite gewährt. 3 von ihnen hatten indirekte, aber reale Verbindungen zu Finanzstrukturen in den bestehenden Akten des Mossad über Mansours Netzwerk. Jemand hielt bestimmte Leute finanziell abhängig, hielt sie an ihrem Platz. Sie brachte die Analyse im Dezember 2017 zu Ronen. Er las sie, ohne etwas zu sagen. Dann sagte er: »Was brauchst du?« Sie sagte: »Zugang zu Tariq. Keine Überwachung. Zugang.« Er nickte einmal. Die Annäherung dauerte 6 Wochen. Ein echter gemeinsamer Kontakt wurde ausfindig gemacht. Ein libanesischer Buchhalter, der Tariq beruflich kannte und einem Kontakt von Ronen in Nikosia einen Gefallen schuldete. Ein Treffen wurde Ende Januar 2018 bei einer Fachveranstaltung in Hamra arrangiert. Noah erschien als Leila Azuri, eine libanesisch-französische Finanzberaterin, spezialisiert auf grenzüberschreitende Risikobewertung. Tariq war da. Sie wurden bei einem Café vorgestellt. Er war höflich, etwas zurückhaltend, fühlte sich sichtlich unwohl in dem Raum. Sie dachte, er ist ein Mann, der etwas über sich selbst weiß, worüber er lieber nicht nachdenken möchte. Bei ihren 3. Treffen, bei einem Abendessen in der Nähe der Uferpromenade Ende Februar, bestellte er ein 2. Glas Wein und saß da, starrte es an, ohne zu trinken, fast eine ganze Minute lang. Dann sagte er: »Ich weiß, was du bist.« Sie hielt ihren Gesichtsausdruck neutral. Er sagte: »Niemand von einer Risikoberatung stellt die Fragen, die du stellst. Die fragen nach Risiko und Haftung. Du fragst nach der Struktur. Danach, wer was kontrolliert.« Er blickte auf. Er sagte: »Ich will wissen, was mit den Schulden passiert.« Das Ledernotizbuch lag auf dem Tisch zwischen ihnen. Er hatte es zu jedem Treffen mitgebracht und nutzte es, um während ihrer Gespräche Zahlen zu notieren. Er legte nun seine Hand darauf, nahm es nicht in die Hand, legte nur seine flache Handfläche auf den Einband. Noah schaute auf das Notizbuch, dann zu ihm. Sie sagte: »Die Schulden verschwinden. Alle. Und du ziehst um. An einen Ort deiner Wahl.« Tariq trank die Hälfte seines Weins, stellte das Glas ab, sagte: »Was brauchst du von mir?« Sie sagte: »Eine Überweisung nach der anderen. Beirut, März 2018, 16 Monate nach Beginn der Operation. Die Bankkonferenz im Phoenicia Hotel dauerte 2 Tage. Noah kam als Leila Azuri, marineblaue Jacke, Aktentasche unter dem Arm. Sie hatte sich langsam und ohne Eile eine glaubwürdige berufliche Präsenz in Beiruts Finanzwelt aufgebaut. Die Leute kannten ihr Gesicht. Sie riefen zurück. Sie war wegen keinem von ihnen dort. Mansour kam um 10:45 Uhr an. Er nahm ganz hinten Platz, allein.
so dass er den Raum überblicken konnte, ohne von vorne leicht gesehen zu werden. Ein Mann Anfang 50 in einem grauen Anzug. Nichts an ihm würde einen Fremden dazu bringen, zweimal hinzuschauen. Abgesehen von dem Notizbuch. Dunkelbraunes Leder, Messingverschluss an der Seite. Er legte es auf den Tisch, als er sich setzte. Wenn der Redner wechselte, schaute er nicht zuerst zum neuen Vortragenden auf. Er schaute auf den Notizblock. Wenn sich ein Kollege zu ihm beugte, um mit ihm zu sprechen, hörte Mansour zu, nickte und bewegte seine rechte Hand von der Kaffeetasse zum Notizblock, bevor er antwortete. Noah beobachtete das 2 Stunden lang aus der 3. Reihe. Sie ging nicht auf ihn zu. In diesen 2 Stunden nahm Mansour seine Hand nicht länger als 40 Sekunden am Stück vom Notizbuch. Sie ging noch vor der Mittagspause. An diesem Abend schickte sie Ronen eine einzige Zeile. »Hab das Ding gefunden, das er nicht aus der Hand legt.« 2 Tage vor Noahs Rückkehr ins Interkontinental für den letzten Schritt der Operation saß Walid Mansour in Zimmer 412 und tat das, was er jeden Abend außerhalb seines Büros tat. Er hatte unter einem Namen eingecheckt, der nicht sein eigener war. Er hatte das 4. Stockwerk verlangt, nicht das oberste, nicht das 2. In 17 Städten, immer das 4. Um 9 Uhr abends ging er die Zahlen des Tages aus dem Gedächtnis durch und schrieb sie in das Ledernotizbuch in einer Kurzschrift, die er über 15 Jahre hinweg entwickelt hatte. Niemand sonst konnte sie lesen. Das hatte er einmal überprüft, als ein Kollege während eines Meetings 12 Minuten lang die Seiten fotografiert hatte. Die Fotos waren nutzlos. Der Kollege hatte innerhalb von 6 Monaten keine Anstellung mehr an einem Ort, der von Bedeutung war. Vor jeder Abreise öffnete er seinen Laptop, vergewisserte sich, dass die Verschlüsselung seiner Dateien intakt war und fuhr ihn herunter. Das tat er seit 11 Jahren ausnahmslos. Es dauerte 40 Sekunden. Er klappte das Notizbuch zu, schloss es im Zimmersafe ein, stellte seinen Wecker auf 5:30. Am nächsten Morgen um 7:30 würde ein Auto kommen, um ihn aus Beirut herauszubringen. Er legte sich voll bekleidet auf die Bettdecke und schloss die Augen. Beirut, April 2018. Fadi Khoury hatte 11 Jahre lang bei derselben Bank in der Hamra-Straße gearbeitet. 42 Jahre alt, frisch geschieden, ein beruflicher Ruf, der ganz auf Diskretion beruhte. Er stellte keine Fragen über seine Kunden. Er rief innerhalb einer Stunde zurück. In einer Stadt, in der Bankbeziehungen auf persönlichem Vertrauen basierten, war Fadi genau der Mann, den bestimmte Leute kennen mussten. Noah hatte ihn 3 Wochen lang beobachtet, bevor sie Kontakt aufnahm. Die Vermittlung erfolgte über denselben gemeinsamen Kontakt, der sie mit Tariq zusammengebracht hatte. Sie traf Fadi bei einem Geschäftsessen in Gemeize. Er war umgänglich, stellte kluge Fragen, und als sie erwähnte, dass sie nach Kontakten im Private Banking suchte, die den regionalen Markt verstanden, gab er ihr ohne zu zögern seine Visitenkarte. Sie rief ihn in der folgenden Woche an. Sie trafen sich auf einen Café, dann zum Mittagessen. Im April und bis in den Mai hinein wurde Leila Azzuri zu einer festen Größe in Fadis beruflichem Umfeld. Jemand, den er seinen Kollegen gegenüber erwähnte. Jemand, den er seinen Fachkollegen empfahl. Jemand, dessen Namen er nutzte, wenn es nützlich war. Zu signalisieren, dass er Verbindungen im grenzüberschreitenden Beratungsbereich hatte. Er wusste nicht, dass er ihr damit eine Tür öffnete. Die Tür öffnete sich in der 3. Maiwoche bei einem privaten Abendessen, das von einer libanesischen Investmentgruppe in Rauché veranstaltet wurde. Fadi erwähnte beiläufig, dass einige der Gäste Interessen in Syrien und am Golf hätten. Noah sagte, sie würde gerne kommen. Mansour war bei diesem Abendessen dabei. Er kam zu spät, setzte sich ans andere Ende des Tisches und sagte in der ersten Stunde fast nichts. Gegen Ende des Abends führte Fadi sie durch den Raum und stellte sie vor. Mansour schüttelte ihr die Hand. Er sah sie 3 Sekunden lang an. So lange, wie jemand Informationen speichert, anstatt ein Gespräch zu führen. Er stellte eine Frage.
Was für eine Art von Risikobewertung? Sie sagte, grenzüberschreitende Strukturen, Compliance-Lücken zwischen Rechtsordnungen, die Stellen, an denen Dinge durch die Maschen fallen. Er nickte, sagte nichts weiter, ging weg. 2 Tage später rief sein Assistent in Laila Azuris Büro an und fragte, ob sie in der folgenden Woche für ein Treffen Zeit hätte. Noah rief Ronen von einem Münztelefon aus an, als sie auf dem Weg zurück zur Wohnung war. Er sagte, »Gut, jetzt mach mal langsam.« Die folgenden 6 Wochen waren die langsamsten der gesamten Operation. Mansour traf sich zweimal mit ihr in seinem Büro im Stadtteil Verdun, einem unauffälligen Büro im 2. Stock ohne Beschriftung an der Tür. Beide Treffen beschränkten sich genau auf das, was Mansour besprechen wollte. Er beschrieb Compliance-Probleme in allgemeinen Worten und bat um ihre Einschätzung. Sie verstand, dass jedes Problem eine Frage an sie war. Nicht nach dem Problem selbst, sondern danach, wie sie mit Informationen umging und was sie lieber nicht laut aussprach. Beim 2. Treffen ließ sie bewusst eine Lücke, einen Zusammenhang, den sie klar erkennen konnte, aber nicht erwähnte. Er sprach ihn am Ende des Treffens selbst an. Sie bestätigte es. Er nickte einmal. Sie saß nach dem Verlassen des Gebäudes 4 Minuten lang in ihrem Auto, bevor sie den Motor startete. Parallel dazu lieferte Tariq dem Mossad alles, was er in die Finger bekam. Transaktionsaufzeichnungen, Namen von Geschäftspartnern, Kontoreferenzen, die mit Briefkastenfirmen in bestehenden Akten übereinstimmten. 3 Firmen auf Zypern, eine eingetragene Adresse auf Malta, eine Korrespondenzbank in Dubai, die in 4 separaten Transaktionen unter verschiedenen Absendernamen auftauchte. In Tel Aviv stellten Analysten eine Karte zusammen, die langsam zu etwas wurde, auf das sie reagieren konnten. Ronen rief alle 3 Tage an. Konkrete Fragen, konkrete Antworten. Er bot keine Beruhigung an und sie bat nicht darum. Am Ende der 6. Woche erzählte Tariq ihr etwas bei ihrem Mittagessen am Dienstag in der Bliss Street, zwischen den Gängen, in dem gleichen gleichmäßigen Tonfall, den er für alles benutzte. Er legte seine Gabel hin und sagte, »Das Notebook kommt jedes Mal in den Safe, wenn er den Raum verlässt. Nicht in den Hotelsafe. Er reist mit seinem eigenen. Tragbares Gerät. Schwarz. Ungefähr so groß. Er hielt seine Hände 20 Zentimeter auseinander. Noah sagte, »Biometrisch?« Tariq sagte, »Ich kenne die Marke nicht, aber es gibt kein Tastenfeld.« Nikosia. 2 Tage später. Der Geräteraum im Erdgeschoss von Ronens Bürogebäude diente als Lagerraum und gelegentlich für Gespräche, die abseits des Hauptgeschosses geführt werden mussten. Ronen stand an einer Werkbank, als der Techniker, ein junger Mann namens Amit, der die Hardwarebeschaffung für 3 Operationen gleichzeitig abwickelte, eine ausgedruckte Katalogseite auf den Tisch legte. Amit sagte, »Tariqs Foto war schlecht, aber die Scharnierkonfiguration ist unverwechselbar. Das ist das Gerät.« Ronen schaute sich die Seite an. Ein schwarzer, tragbarer Safe, kompakt, mit biometrischem Fingerabdruckschloss. Im Jahr 2017 auf den Markt gebracht. Amit sagte, »Wir haben kein Bypass-Werkzeug für diese Generation. Das ähnlichste Gerät in unserem Bestand wurde für die vorherige Schlossserie gebaut. Wir haben es am älteren Modell getestet, mit einer Erfolgsquote von 63%. Für dieses hier haben wir keine Daten.« Ronen sagte, »Was bedeuten 63% in der Praxis?« Amit sagte, »Das bedeutet, wenn du es benutzt und es versagt, hast du deine Chance vertan und stehst mit leeren Händen da.« Ronen schaute sich die Katalogseite einen Moment lang an. Dann sagte er, »Finde heraus, ob wir das richtige Werkzeug beschaffen können und wie lange es dauert.« Amit sagte, »Mindestens 3 Wochen.« Ronen nahm die Seite und faltete sie einmal. Er sagte, »Arbeite trotzdem daran.« Er rief Noah an diesem Abend an. Er erzählte ihr von dem Schloss. Er erzählte ihr von den 3 Wochen.
Er sagte ihr, dass das Zeitfenster für die Operation in 9 Tagen schließe. Noah schwieg einen Moment. Dann sagte sie, er betet jeden Tag, an dem er in Beirut ist, in der Moschee in der Bliss Street. Ich habe die Zeit gestoppt. 11 Minuten hin, 7 Minuten drinnen, 11 Minuten zurück. 31 Minuten, ohne Abweichung. Ich kann in 11 Minuten rein und wieder raus sein. Ronen sagte, und wenn der Umweg nicht klappt? Sie sagte, dann improvisiere ich mit dem, was ich habe. Er schwieg einen langen Moment, dann sagte er, geh. 2. März 2019. Zimmer 412, Intercontinental Hotel. 12:17 Uhr nachmittags. Noah war seit 3 Minuten im Zimmer, als sie den Safe entdeckte. Auf dem obersten Regal des Kleiderschranks, ganz an die Rückwand geschoben. Sie holte das Bypassgerät heraus, schloss die Kabel an und führte die Aktivierungssequenz durch. 90 Sekunden. Die Kontrollleuchte leuchtete rot. Sie steckte das Gerät wieder in die Tasche. Der Safe hatte eine mechanische Notentriegelung, einen versenkten Schlitz an der unteren linken Kante, der für die Hoteltechnik gedacht war. Sie hatte den Spezialschlüssel nicht. Aber der Entriegelungsmechanismus schuf, wenn er betätigt wurde, einen Spalt. 2 Zentimeter, vielleicht 3. Sie hatte 3 Tage zuvor die technischen Daten in der Gerätedokumentation gelesen, für den Fall, dass dieser Moment kommen würde. Sie schob ein dünnes Stahlwerkzeug in den Schlitz, übt seitlichen Druck aus. Die Tür bewegte sich 2 Zentimeter und blieb stehen. Noch 8 Minuten. Der Badezimmerspiegel war direkt auf den Kleiderschrank gerichtet. Sie passte den Türwinkel um 1 Grad an, ging ins Badezimmer und schaute hin. Im Spiegelbild, am Rand der Lücke, konnte sie die Ecke des Notizbuchs sehen. Sie ging zurück. Sie konnte nicht gleichzeitig das Werkzeug halten, den Spalt offen halten und ihr Handy ruhig halten. Sie nahm eine Visitenkarte aus ihrer Jackentasche, steif genug, und klemmte sie anstelle des Werkzeugs in den Entriegelungsschlitz. Der Spalt blieb offen. Beide Hände frei. Sie kehrte ins Badezimmer zurück, passte ihre Position an, bis das Spiegelbild 2 Seiten durch den Spalt zeigte, und machte 20 Fotos. Auf den meisten waren die Seiten am Rand des Bildausschnitts zu sehen. Der Spiegel verursachte eine Verzerrung, die bei einigen den Text durchschnitten hatte. Noch 2 Minuten. Sie entfernte die Karte. Die Tresortür schloss bündig. Sie sah sich im Zimmer um, nahm ihre Tasche und ging. Im Flur ging sie ohne Eile. Sie erreichte das Treppenhaus und ging 2 Stockwerke hinunter. Dann nahm sie den Aufzug zur Lobby. Mansour betrat 11 Minuten später den Hoteleingang. An diesem Abend schickte Noah die Fotos von der sicheren Wohnung in der Clemenceau-Straße nach Nikosia. Ronem rief 40 Minuten später an. Er fragte, wie viele brauchbare Aufnahmen? Sie sagte, ich weiß es nicht. Der Spiegel verdoppelte einen Teil des Textes. Der Winkel war nicht einheitlich. Die Bilder erreichten Tel Aviv um 11 Uhr in der Nacht. Der leitende Analyst der Ledger-Akte öffnete sie nacheinander. Unscharf. Auf dem schärfsten Bild waren etwa 60% des sichtbaren Textes lesbar. Teileinträge, Zahlen ohne Kontext, Namen, die Abkürzungen sein könnten. Er griff über seinen Schreibtisch und nahm eine Lupe. Ronen rief Noah am nächsten Morgen an. Er sagte, es reicht. Wahrscheinlich. Tel Aviv, März 2019. Die Analysten arbeiteten 4 Tage lang an den Fotos. Die Spiegelverzerrung hatte den Text in 11 der 20 Bilder zerschnitten. In den verbleibenden 9 hatte der Winkel die Kurzschrift zu etwas komprimiert, das einer Rekonstruktion bedurfte. Das Ableiten von Zeichen aus Teilkurven, aus dem Druck des Stifts, aus dem Abstand zwischen den Einträgen. Am 2. Tag wurde ein zweiter Analytiker hinzugezogen. Am 3. forderten sie die Originale in maximaler Auflösung an. Am Morgen des 4. Tages hatten sie 3 Dinge, die zuvor niemand gewusst hatte. 3 in Zypern registrierte Briefkastenfirmen.
Nicht die, die bereits in den Akten des Mossad standen, sondern 3 neue Unternehmen, die in den letzten 14 Monaten gegründet worden waren. Eine registrierte Adresse in Malta, die mit dem Namen eines Direktors verknüpft war, der mit einem Teileintrag in einer libanesischen Bankdatenbank aus dem Jahr 2016 übereinstimmte. Und eine Korrespondenzbank in Dubai. Ein Name, ein Filialcode und 6 von 9 Ziffern einer Kontonummer. Der leitende Analytiker schickte die Zusammenfassung um 7 Uhr morgens an Ronen und fügte unten eine Zeile hinzu: Der Zugriff auf den Laptop würde die verbleibenden Lücken schließen. Ohne diesen Zugriff würde die Sperranordnung in mehr als 4 der 9 Gerichtsbarkeiten nicht Bestand haben. Ronen las die letzte Zeile 2-mal. Dann leitete er sie nach Tel Aviv weiter, mit einem Wort oben hinzugefügt: Verstanden. Er rief Noah an diesem Morgen nicht an. Er musste zuerst einen anderen Anruf tätigen. 3 Wochen zuvor. Nikosia. 26. Februar. 3 Uhr morgens. Die gesicherte Leitung klingelte. Ronen war bereits wach. Der stellvertretende Leiter der Analyseabteilung sagte: Wir haben ein Problem mit dem Zeitplan. Die syrischen Rüstungsbeschaffungen haben sich im Januar beschleunigt. 2 Anschaffungen, die in keiner Prognose enthalten waren. Die sie stützenden Finanzstrukturen überschneiden sich an 3 Punkten mit Mansurs Netzwerk. Wenn diese Anschaffungen abgeschlossen sind, bevor wir die Sperre vollstrecken, verschwindet das Geld aus der nachverfolgbaren Ebene und wir verlieren die rechtliche Grundlage für die Anordnung. Ronen sagte: Wie viel Zeit haben wir? Der stellvertretende Direktor sagte: Das ursprüngliche Zeitfenster betrug 12 Wochen. Die neue Schätzung liegt bei 6. Ronen sagte: Der Zugriff auf das Gerät ist noch nicht hergestellt. Der Laptop wurde noch nicht gefunden. Der stellvertretende Direktor sagte: Ich weiß. Deshalb rufe ich um 3 Uhr morgens an. Eine Pause in der Leitung. Ronen sagte: Sie muss den Grund für die Beschränkung nicht wissen. Sie muss die Frist wissen. Der stellvertretende Direktor sagte: Richtig. Nach dem Anruf saß Ronen an seinem Schreibtisch und betrachtete die Karte von Beirut, die an der Wand hing. Er hatte sie im Oktober aufgehängt, nur die Umrisse der Stadt, nichts darauf markiert. Die Küstenlinie und die Stadtteile und die Straßen, die nach Osten in Richtung der Berge verliefen. Er überlegte, was Noah wissen musste und was ihr nur unnötigen Ballast auferlegen würde. Er machte das Licht aus und schlief nicht mehr ein. Beirut. 1. Märzwoche 2019. Noah nahm die neue Frist kommentarlos zur Kenntnis. 6 Wochen, nicht 12. Der Laptop-Zugang musste innerhalb von 10 Tagen bereit sein. Sie sagte: Verstanden, und fragte nicht nach dem Grund. Sie rief Fadi an jenem Nachmittag an. Das Abendessen, das sie brauchte, gab es noch nicht. Sie erzählte Fadi, sie habe einen potenziellen Kunden, der daran interessiert sei, regionale Kontakte mit grenzüberschreitender Erfahrung zu treffen. Er kannte mehrere Leute. Einer von ihnen hatte gemeinsame Interessen mit einem Kontakt von Mansur. Er könnte wahrscheinlich eine Vorstellung arrangieren. Sie sagte, das wäre sehr hilfreich. Das Abendessen war für den 12. März angesetzt. Ein privater Raum in Ashrafi. 6 Personen. Mansur bestätigte 2 Tage vorher. Der 12. März, 8 Uhr abends. Mansur saß ihr gegenüber, 2 Plätze weiter links. Er hatte das Notizbuch neben seinem Teller liegen. Als der erste Gang serviert wurde, schob er es vom Essen weg. Als der Kellner das Wasser abräumte, schob er es erneut. Eine kleine Korrektur, um es von allem fernzuhalten, was verschüttet werden könnte. Als der Kellner den Wein abräumte, schob er es wieder. Jedes Mal, ohne hinzuschauen. So wie man etwas verschiebt, das man nicht bewusst im Blick hat, aber nicht aufhören kann zu beobachten. Noah beobachtete das 3 Mal, bevor sie wegschaute. Das Gerät befand sich in ihrer Mappe, so groß wie ein USB-Stick, dafür ausgelegt, sich für 60 Sekunden mit dem Ziellaptop zu verbinden und dann entfernt zu werden.
Nach der Aktivierung würde es 72 Stunden lang passiv Daten übertragen. Sie brauchte den Laptop offen und 60 Sekunden allein mit ihm. Die Gelegenheit ergab sich um 9:45 Uhr. Eine Meinungsverschiedenheit über Bankvorschriften am anderen Ende des Tisches zog die Aufmerksamkeit des Raumes auf sich. Mansour drehte sich um zuzuhören. Seine Tasche auf dem Boden stand halb offen. Er hatte den Laptop vor dem Abendessen herausgenommen, um dem Mann zu seiner Rechten ein Dokument zu zeigen, und hatte die Tasche nicht ganz geschlossen, als er sie zurückstellte. Noah bückte sich nach ihrer eigenen Tasche. 40 Sekunden auf Bodenhöhe. Sie richtete sich wieder auf, legte ihre Mappe auf den Tisch, nahm ihr Weinglas in die Hand. 61 Sekunden. Sie schaltete sich in das Gespräch über die Bankvorschriften ein und brachte einen Punkt vor, der die Aufmerksamkeit von 2 Leuten auf sie lenkte. Weg von der Tasche auf dem Boden. Das Gerät steckte im seitlichen Anschluss des Laptops. Es würde dort bleiben, bis Mansour das Gerät das nächste Mal öffnete. Dann würde es aktivieren und für die Dauer seines Betriebsfensters Daten übertragen. Sie schaute auf das Notebook neben seinem Teller. Er hatte es seit dem letzten Dang des Kellners nicht bewegt. Der Mann am anderen Ende des Raums hieß Hassan, ein Nachzügler beim Abendessen, der von einem der anderen Gäste mitgebracht worden war. Mitte 40. Er hatte den größten Teil des Abends damit verbracht, den Raum zu beobachten, so wie Menschen Räume beobachten, wenn das ihre berufliche Aufgabe ist. Noah hatte das innerhalb von 10 Minuten nach seiner Ankunft bemerkt und sich entsprechend angepasst. Sie blieb sichtbar, verhielt sich ganz im Rahmen von Layla Azuri und gab ihm nichts, worauf er sich konzentrieren konnte. Um 10:15 Uhr wurde ihr bewusst, dass er telefonierte. Kein Tischgespräch. Die Schultern zur Wand geneigt, die Stimme zu leise, um zu hören. Das Gespräch dauerte 40 Sekunden. Als er das Handy wegsteckte, schaute er nicht auf den Tisch. Er schaute sie an. Ein Blick. Von der Art, die nach dem Erhalt einer Information kommt, statt vor der Bildung einer Meinung. Noah beendete den Satz, den sie gerade sprach, sagte in der richtigen Pause, dass sie auf die Toilette müsse und gleich zurück sei. Lächelte Fadi an, schob ihren Stuhl zurück. Sie ging in den Flur, durch den Flur, vorbei am Badezimmer, zum Garderobenständer am Eingang. Sie nahm ihren Mantel und ging hinaus auf die Straße. Sie rannte nicht, sie bog links ab, 2% schneller als die Straße um sie herum. Ein Block, noch einer, eine Kurve. Am Ende des 2. Blocks fand sie vor einer Apotheke eine Telefonzelle. Sie wählte Ronens Nummer. Er nahm beim 2. Klingeln ab. Sie sagte, beim Abendessen ist etwas passiert. Ein Sicherheitsbeamter hat telefoniert und mich angesehen. Ronen schwieg 3 Sekunden lang. Dann sagte er, der Deckname. Der Name Layla Azuri taucht in einer Querverweispunkte in einem Interpol-Drogenfall vom Januar auf. Eine andere Frau, französische Staatsbürgerin, hat nichts mit uns zu tun. Aber der Name ist im System markiert. Sie sagte, er hat ihn erkannt. Ronen sagte, wahrscheinlich. Sie sagte, wenn er das auf Mansour zurückführt. Ronen sagte, ja. Sie sagte, wie viel Zeit habe ich noch? Ronen sagte, ich weiß es nicht. Vielleicht Stunden, vielleicht weniger. Sie stand am Münztelefon und blickte die leere Straße hinunter. Ein Auto bog 2 Blocks weiter um die Ecke und war dann verschwunden. Ronen hatte die Evakuierungsgenehmigung seit 7 Uhr morgens in der Hand. Einen unterschriebenen Befehl in der gesicherten Mappe auf seinem Schreibtisch. Er hatte sie vorbereitet, als sich der Zeitplan verdichtete. Er hatte sie den ganzen Tag nicht benutzt. Er benutzte sie auch jetzt nicht. Er sagte, geh zur Clemenceau-Wohnung. Benutz nicht dein Handy. Ich rufe in 40 Minuten auf dem Festnetz an. Sie sagte, verstanden. Sie legte auf und ging los. Ronen hatte die Genehmigung. Er hatte sie seit dem Morgen. Warum er sie nicht benutzte?
Diese Frage würde erst in weiteren 72 Stunden eine klare Antwort finden. Beirut, 13. März 2019, 2 Uhr morgens. Ronan rief um 43 Minuten nach Mitternacht auf dem Festnetzanschluss in der Clemenceau-Wohnung an. Er sagte: Der Flughafen ist für dich gesperrt. Hassan hat den Decknamen um 11:15 Uhr durch das Grenzkontrollsystem laufen lassen. Die Warnmeldung ist aktiv. Noah sagte: Wie lange, bis es Mansour erreicht? Ronan sagte: Hassan arbeitet über libanesische Sicherheitsstrukturen. Sie haben keinen direkten Draht zu Mansour, nur zu seinen äußeren Auftragnehmern. Es kann bis zum Morgen dauern, bis sich etwas seitlich bewegt. Darauf können wir uns nicht verlassen. Sie sagte: Die Seeroute. Ronan sagte: Ich arbeite daran. Die Seeroute führte über Jounieh, einen Fischereihafen 22 Kilometer nördlich von Beirut, der von einem Mossad-Informanten namens George genutzt wurde, der dort seit 11 Jahren ein Handelsschiff betrieb. George war zuletzt vor 4 Jahren aktiviert worden. Als Ronan um 0:52 Uhr seine Nummer wählte, war sie nicht erreichbar. Ronan ging die Liste der Ersatzkontakte durch. 4 Namen. Die erste war nach Kanada ausgewandert. Ihre Nummer war neu vergeben. Die zweite nahm ab und legte sofort auf, als Ronan die Erkennungsformel sagte. Die dritte klingelte 4 Minuten lang, ohne dass jemand abnahm. Er durchquerte den Raum, öffnete den Aktenschrank und holte einen physischen Ordner heraus. Papier. Nirgendwo eine digitale Kopie. Er blätterte ihn Seite für Seite unter der Schreibtischlampe durch. Um 1:47 Uhr fand er einen Namen, an den er seit 6 Jahren nicht mehr gedacht hatte. Ein Hafenmeister in Jounieh, der 2011 am Rande an einer maritimen Rettungsaktion beteiligt gewesen war. Eine Handynummer mit Bleistift geschrieben, datiert auf 2013. Er wählte die Nummer. Es klingelte 7 Mal. Eine Männerstimme, noch schläfrig, sagte: Ja. Ronan benutzte den älteren Erkennungssatz, den aus dem Protokoll, nachdem dieser Kontakt geschult worden war. Lange Stille. Dann sagte der Mann auf Arabisch: Um wie viel Uhr? Ronan sagte: 6 Uhr morgens. Ein Passagier. Der Mann sagte: Das Norddock, nicht der Haupthafen. Er legte auf. Ronan rief Noah um 1:51 Uhr an. Er sagte: Jounieh, Norddock, 6 Uhr morgens. Ein Mann namens Elias wird dort mit einem Boot sein. Er wird nicht mit dir sprechen. Steig ein und bleib unten. Sie sagte: Verstanden. Dann sagte sie: Ich brauche erst mal 2 Stunden. Ronan sagte: Nein, du hast eine aktive Fahndung unter deinem Decknamen und einen Auftragnehmer, der dein Gesicht kennt. Sie antwortete nicht. Er sagte: Noah. 8 Sekunden lang war es still in der Leitung. Dann sagte sie: Ich werde um 6 am Nordkai sein. Und sie legte auf. In der sicheren Wohnung stand ein Schreibtisch am Fenster. Darauf, zurückgelassen von demjenigen, der die Wohnung vor ihr genutzt hatte, lag ein ausgedrucktes Foto. Ein Konferenzsaal, eine Reihe von Diskussionsteilnehmern, Namensschilder vor jedem Platz. Die Büros der Vereinten Nationen in Genf. 2017. Mansour war der dritte von links. Er schaute auf etwas außerhalb des Bildausschnitts. Seine rechte Hand lag auf dem Tisch vor ihm. Unter seiner rechten Hand lag das Notizbuch. Das Gerät im Laptop sendete Daten. Ronans Analysten extrahierten die digitale Ebene, die verschlüsselten Dateien, die Transaktionsarchitektur, für deren Beschaffung die Operation ins Leben gerufen worden war. 14 Monate Feldarbeit hatten diesen Zugang ermöglicht, aber das Notizbuch war nicht digital. Die Bilder aus dem Hotelzimmer waren unvollständig, verschwommen, bestenfalls zu 60% lesbar. Die Namen, die sie nicht hatte entziffern können, geschrieben in Mansours privater Kurzschrift in den Spalten, die der Kamerawinkel nicht erfassen konnte, befanden sich immer noch darin. Die Namen,
die die Lücken in der Einfrierungsanordnung über alle 9 Gerichtsbarkeiten hinweg schließen würden. Nicht nur 4. Ohne sie würden 4 Gerichtsbarkeiten die Anordnung aufrechterhalten und 5 einen Grund finden, dies nicht zu tun. Sie wusste, was Ronen sagen würde. Sie hatte ihn das bereits sagen hören. Sie wusste auch, dass Mansour um 7:30 ein Auto kommen lassen würde. Dass Fadi ihr an diesem Nachmittag ein Dokument geschickt hatte, das eine Überprüfung durch einen Mitunterzeichner erforderte, die Art von Routine-Papierkram, den Leyla Azuri schon 2-mal für Mansours Kreis erledigt hatte. Ein echtes Dokument. Eine echte Frist. 8 Minuten in der Lobby. Sie saß 11 Minuten lang am Schreibtisch und betrachtete das Foto. Mansours Hand auf dem Notizbuch. Der Messingverschluss, der am Rand seiner Handfläche zu sehen war. Dann nahm sie ihre Tasche und verließ die Wohnung. Um 6 Uhr morgens war Tariks Telefon tot. Noah saß bereits in einem Taxi auf dem Weg zum Intercontinental, als sie die Nummer ein letztes Mal wählte. Es gab nur ein Klicken, dann Stille. Sie steckte das Telefon in ihre Tasche und blickte hinaus auf die leeren Straßen von Hamra im Morgengrauen. Was auch immer mit Tarik geschehen war, es war in der Nacht passiert. Sie wusste nicht, welche Version es war. Sie würde es wochenlang nicht wissen. Die Lobby des Intercontinental war um 6:30 Uhr morgens fast leer. Ein Nachtportier an der Rezeption. Ein Mann, der in einem Sessel am Fenster schlief. Sie benutzte das Haustelefon an der Concierge-Station, um Zimmer 412 anzurufen. Mansour nahm nach dem 3. Klingen ab. Seine Stimme klang ruhig. Ein Mann, der schnell wach wurde. Sie sagte: »Hier ist Leyla. Entschuldige die späte Stunde. Fadi hat gestern Abend die Meridian-Dokumente geschickt und in Abschnitt 4 gibt es eine Mitunterzeichnerklausel, die vor der morgendlichen Frist geklärt werden muss. Ich bin in der Lobby. Es dauert 8 Minuten.« 4 Sekunden Stille. Er sagte: »Komm hoch. Zimmer 412. 6:27 Uhr morgens. Mansour war angezogen, trug eine Jacke. Er hatte die Unterlagen auf dem Schreibtisch liegen und hatte Abschnitt 4 bereits gelesen. Er sagte: »Diese Klausel ist seit 3 Jahren Standard in jeder Meridian-Einreichung. Warum muss sie jetzt geklärt werden?« Sie sagte: »Fadi hat heute Morgen darauf hingewiesen. Unterschreibt die Mitunterzeichnerzeile und die Einreichung geht ohne Verzögerung durch.« Er sah sie 2 Sekunden lang an. Dann setzte er sich und nahm den Stift, den sie neben die Unterlagen gelegt hatte. Das Notizbuch steckte in der Innentasche seiner Jacke. Der obere Rand, 1 Zentimeter dunkles Leder, die Messingklammer unter dem Revers, ragte über den Taschenrand hinaus. Während er Abschnitt 4 vor dem Unterschreiben durchlas, stellte sie ihre Mappe auf die Schreibtischkante und rückte etwas nach links. Die Knopfkamera befand sich am 2. Knopf ihrer Jacke. Er beugte sich vor, um die erste Seite zu unterschreiben. Die Jacke öffnete sich vorne leicht. 3 Zentimeter der oberen Seiten des Notizbuchs wurden sichtbar. 11 Fotos in der ersten Unterbrechung beim Unterschreiben. Er wandte sich dem 2. Dokument zu. Sie stellte eine Frage zur Compliance-Formulierung, eine echte Frage. Eine, die Leyla Azuri stellen würde. Er antwortete, ohne aufzublicken. Seine Jacke öffnete sich erneut, als er über den Schreibtisch griff. 12 Fotos. Er war fertig und lehnte sich zurück. Sie sagte: »Und den Anhang, wenn es dir nichts ausmacht?« Er sagte: »Der Anhang war nicht Teil der ursprünglichen Einreichung.« Sie sagte: »Fadi hat ihn gestern Abend hinzugefügt. Eine Seite.« Er nahm den Anhang und beugte sich wieder vor. Die letzten Fotos. Insgesamt 23. Sie schaute nicht auf das Handy, um sie zu überprüfen. Er unterschrieb, legte den Stift beiseite und sagte: »Sag Fadi, er soll diese vor 9 Uhr über den üblichen Weg schicken.« Sie sammelte die Dokumente ein und stand auf. Sie sagte: »Danke. Tut mir leid wegen der späten Stunde.« Er sagte: »Ist schon gut.«
Sie ging 2 Stockwerke die Treppe hinunter und durch die Lobby hinaus. Das Auto nach Jounieh wartete in der Ashrafi-Straße. Sie hatte 43 Minuten Zeit, bis Mansours Fahrer eintraf. An diesem Abend in seinem Zimmer schenkte sich Mansour ein Glas Wasser ein und schlug das Notizbuch auf. Er zählte die Seiten. Alle da. Er überprüfte 3 Einträge aus der vergangenen Woche. Korrekt. Er untersuchte den Verschluss. Keine Spuren am Scharnier. Er hielt den Einband schräg unter die Lampe. Nichts. Er legte das Notizbuch auf den Schreibtisch und saß da und starrte es an. Es war alles in Ordnung. Er hatte alles überprüft, was man überprüfen konnte. Und dennoch ein Gefühl, das er über 15 Jahre hinweg gelernt hatte, eher als Daten denn als Emotion zu behandeln. Das eine Mal, als er es ignoriert hatte, hatte die Korrektur 3 Jahre gedauert. Er nahm das Wasserglas und schüttete es ins Waschbecken. Dann rief er seinen Fahrer an. Er sagte, sei morgen um 7 draußen, nicht um 8, um 7. Er legte das Notizbuch in den Safe und schloss ihn ab. Er legte sich hin und starrte an die Decke. Draußen begann in Beirut bereits der Morgen. Jounieh, 14. März 2019. 6:04 Uhr morgens. An Nordkai lagen 3 Boote vor Anker. In einem brannte unter Deck ein Licht. Ein Mann namens Elias saß am Heck auf einer Seilrolle. Er sagte nichts, als Noah an Bord trat. Er ging zum Steuerrad und startete den Motor. Sie ging nach unten und setzte sich auf den Boden, den Rücken gegen den Rumpf gelehnt, die Tasche auf den Knien. Der Motor sprang an. Das Boot setzte sich in Bewegung. Sie hatte sich die 23 Fotos noch nicht angesehen. Jetzt sah sie sich an. 11 waren unbrauchbar. Die Jacke hatte sich nicht weit genug geöffnet, oder sie hatte sich bewegt, oder das Licht hatte einen Lichtreflex auf der Linse verursacht. Von den verbleibenden 12 waren 6 unvollständig. 4 zeigten ganze Seiten. 2 zeigten dieselbe Seite aus leicht unterschiedlichen Blickwinkeln. 4 Seiten. In Mansours privater Kurzschrift, für die die Analysten in Tel Aviv seit den unscharfen Fotos aus dem Hotelzimmer einen Entschlüsselungscode entwickelt hatten. 4 Seiten könnten reichen. Sie wusste es nicht, bis die Analysten sie gesehen hatten. Sie steckte das Handy in ihre Tasche und saß den Rest der Überfahrt im Dunkeln. Nikosia, 14. März bis 3. Juni 2019. Die Nachbesprechung dauerte 11 Wochen. Das Standardprotokoll sah 3 vor. Die Verlängerung war für eine Operation dieser Dauer nicht ungewöhnlich. Aber es war ungewöhnlich, dass die psychologische Begutachtung 2-mal angefordert wurde. Der erste Bericht wurde Noah nicht gezeigt. Der zweite enthielt einen Satz, den sie 3-mal las. Die Agentin weist volle Einsatzfähigkeit auf und keine klinischen Anzeichen, die eine Intervention erfordern. Sie nahm das Wort klinisch zur Kenntnis. Sie nahm das Wort erforderlich zur Kenntnis. Sie sprach mit niemandem über diese Beobachtungen. Die Nachbesprechung selbst war erschöpfend. Jede Entscheidung wurde dokumentiert und bewertet. Die Sitzung in der Lobby um 6:20 Uhr morgens dauerte 6 Stunden über 2 Tage hinweg. Ronan war teilweise dabei. Er saß am Ende des Tisches mit einem Notizblock, in den er nichts schrieb. Nach dem 2. Tag dieser Sitzung hielt er sie im Flur an. Er sagte, die 4 ganzen Seiten, die reichten aus. Zusammen mit den Laptop-Daten stimmten alle 9 Zuständigkeiten überein. Sie sagte, ich weiß, das haben Sie mir gesagt. Er nickte. Dann sagte er, die Genehmigung. Du hast mich gefragt, warum ich sie nicht genutzt habe. Sie wartete. Er sagte, das Gerät brauchte 72 Stunden, um die Übertragung vollständig abzuschließen. Wenn du in der Nacht des 12. abgereist wärst, hätte Mansour das Gerät gefunden, als er seine Abfahrtskontrolle am Laptop durchführte. Etwas, das er 11 Jahre lang jeden Morgen vor einer Reise getan hatte.
Die Entdeckung hätte eine Sicherheitsüberprüfung seines gesamten Netzwerks ausgelöst. Jede Briefkastenfirma wäre innerhalb von Stunden zusammengebrochen. Wir hätten nur Bruchstücke gehabt. Nicht genug für eine Sicherstellungsanordnung in irgendeiner Gerichtsbarkeit. Sie sagte, du wolltest also, dass ich sichtbar bleibe, bis die Übertragung abgeschlossen war. Er sagte, bis 9 Uhr morgens am 13. Nach 9 Uhr spielte es keine Rolle mehr, was er fand. Sie sah ihn an. Sie sagte, das hättest du mir sagen können. Er sagte, du hättest versucht, das Gerät selbst zu holen, bevor du gegangen bist. Sie antwortete nicht. Beide wussten, dass er recht hatte. Er ging zurück in den Raum. Die Sicherstellungsanordnung wurde am 22. April 2019 vollstreckt. 9 Gerichtsbarkeiten, 22 Strukturen. Die Koordination hatte 5 Wochen gedauert. Anwälte, Finanzaufsichtsbehörden, Staatsanwälte in 3 Ländern, die die Quelle der Informationen nicht kannten und in einer für sie verständlichen Sprache angewiesen worden waren, keine Fragen zu stellen. Um 9 Uhr morgens, zyprischer Zeit, wurde die erste Sperranordnung vollstreckt. Um 11 Uhr waren die Anordnungen in 6 Gerichtsbarkeiten gleichzeitig in Kraft. Um 3 Uhr nachmittags hatten alle 9 bestätigt. 22 Konten gesperrt. Zwischen 180 und 240 Millionen Dollar auf Konten in 6 Ländern eingefroren. Eine zyprische Bank verzögerte die Vollstreckung um 9 Stunden. Der Analyst, der das bemerkt hatte, hieß David. Er war 29 Jahre alt und hatte das Konto seit 7 Uhr morgens live im Blick. Um 8:51 Uhr befand sich die Sperranweisung noch in einer internen Genehmigungswarteschlange. Ein leitender Mitarbeiter in einer Sitzung, die sich verzögert hatte. Eine Unterschrift fehlte. David beobachtete den Kontostand auf seinem Bildschirm. Er rief die Compliance-Abteilung der Bank an. Er wurde in die Warteschleife gelegt. Er rief erneut an. Man teilte ihm mit, die Anweisung werde gerade bearbeitet. Um 9:43 Uhr verließen 31 Millionen Dollar das Konto über eine Korrespondenzbankkette, die die Sperranweisung noch nicht erreicht hatte. David beobachtete, wie die Überweisung in 4 separaten Tranchen über 11 Minuten hinweg ausgeführt wurde, jede über einen anderen Vermittler geleitet. Er notierte jede Routing-Nummer, sobald sie erschien. Als die Sperre schließlich um 10:02 Uhr aktivierte, war das Geld bereits 3 Ländergrenzen entfernt. Um 10:05 Uhr rief er Ronen an. Ronen sagte, was wissen wir über den Bestimmungsort? David sagte, Singapur. Die Konten gehören einem Auftraggeber in Damaskus, nicht Mansour. Jemand über ihm. Ronen schwieg einen Moment. Dann schickte er eine einzeilige Nachricht nach Tel Aviv. Was weiß Damaskus? 6 Stunden später kam die Antwort aus Tel Aviv. Unbekannt. Wird überwacht. Fadi Khoury verlor am 2. Mai seinen Job. Die Bank nannte keinen Grund. Eine Umstrukturierung, sagte sein Vorgesetzter. Er erhielt eine Kündigungsfrist von 30 Tagen und eine Abfindungssumme. Er fragte, ob das mit den jüngsten behördlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit einigen seiner Kunden zu tun habe. Sein Vorgesetzter sagte, es ist eine Umstrukturierung. Er verließ das Gebäude um 11. Er saß 20 Minuten lang in seinem Auto im Parkhaus an der Hanra Street. Dann startete er den Motor und fuhr los. Er rief an jenem Abend Leila Azuris Nummer an. Die Nummer war nicht erreichbar. Er rief sie nie wieder an. 4 Monate später fand er eine neue Stelle bei einer kleineren Firma. Er dachte nicht oft an Leila Azuri. Wenn doch, dachte er an die Fragen, die sie gestellt hatte. Nicht an die Fragen, die ein Risikoberater stellen würde, sondern an die, die dahinter steckten. Das war ihm damals aufgefallen. Er verfolgte den Gedanken nicht weiter. Flughafen Larnaca, Zypern. 28. Mai 2019. 7:40 Uhr morgens. Mansour stand am Abfluggate für den Flug um 6:55 Uhr nach Dubai, als 2 zypriotische Polizisten auf ihn zukamen.
Sie zeigten ihre Dienstausweise und baten ihn, mit ihnen zu kommen. Er kam mit. Er sagte kein Wort auf dem Weg zu dem gesicherten Raum abseits des Hauptkorridors des Terminals. Er setzte sich, sah sich den Haftbefehl an, Finanzdelikte, 3 Briefkastenfirmen, die Korrespondenzbank in Dubai, und las ihn von oben bis unten durch. Dann sagte er, ich möchte meinen Anwalt anrufen. Während er wartete, wurde sein Gepäck durchsucht. Ein zypriotischer Beamter ging es methodisch durch und trug jeden Gegenstand in das Festnahmeprotokoll ein. Brieftasche, Reisepass, Handy, Ladegerät. Eine gefaltete Zeitung, Beirut-Ausgabe, ein Stift. Und das Notizbuch. Dunkelbraunes Leder, Messingverschluss an der Seite, an den Ecken abgenutzt vom jahrelangen Gebrauch. Der Beamte trug es in das Protokoll ein, ohne es zu öffnen. Punkt 7. Er steckte es in einen Beweismittelbeutel, versiegelte ihn und legte ihn zu den anderen Gegenständen. Mansour sah zu, wie das Notizbuch in den Beutel wanderte. Sein Anwalt nahm nach dem 4. Klingen ab. Das Asservatenlager in Nicosia war ein niedriges Gebäude an der Atalassa Avenue. Der Beutel mit Mansours persönlichen Gegenständen wurde am Nachmittag des 28. registriert und in Regal 14 von Abschnitt C abgelegt. Das Notizbuch wurde im Inventar wie folgt aufgeführt: Persönliches Notizbuch, in Leder gebunden, kleine Messingklammer, Inhalt unbekannt. Gegenstand 7, Regal 14, Abschnitt C. Niemand aus dem Ermittlungsteam öffnete es. Die Kurzschrift darin stammte allein von Mansour. Und Mansour bot nicht an, sie zu übersetzen. Nicosia, 3. Juni 2019. Ronen erhielt die Bestätigung der Festnahme um 8:40 Uhr morgens. Er las den Bericht einmal durch. Er las den Inventarabschnitt ein zweites Mal. Er schloss den Bericht. Er saß an seinem Schreibtisch und betrachtete die Karte von Beirut an der Wand. Sie hing immer noch dort, immer noch unmarkiert. Die Küstenlinie und die Stadtteile und die Straßen, die nach Osten in Richtung der Berge verliefen. Er hatte sie im Oktober aufgehängt. 8 Monate. Er klappte seinen Laptop zu. Er rief Noah nicht an. Sie war um 8:42 Uhr über den üblichen Weg benachrichtigt worden. Sie wusste es bereits. Er saß noch einen Moment da. Dann öffnete er seinen Laptop und begann die nächste Datei zu lesen.